Spielräume spezial. Michael Neuhauser begrüßt Sie. Jamaika in den 60er Jahren. Die koloniale Unabhängigkeit von 1962 hat für die meisten Menschen keine spürbaren Verbesserungen gebracht. Zahllose junge Schwarze ziehen vom Land in die Städte. Arbeit finden sie aber auch hier kaum. Die Slums und die urbanen Ghettos wachsen rasant und mit ihnen die Kriminalität. Rude Boys oder Rudies wird zu einem gängigen Slang-Ausdruck für die immer zahlreicher werdenden harten Burschen auf der Straße, die nicht bereit sind, sich in ihrer sozialen Unterprivilegierung als Opfer zu sehen und die sich lieber erhobenen Hauptes als Straßenkriminelle und in Gangs Respekt, Status und Einkommen erkämpfen. Rudies überall, singt Joe White 1967. Von Kingston bis Montego Bay, überall Rudies, die sich vor nichts fürchten und die sich um nichts scheren. Es ist geschichtlich einzigartig, wie dieses Phänomen der gewaltbereiten Rude Boys im Jamaika der 60er Jahre fast ausschließlich über Musik thematisiert. Valentines, Guns Fever 1967. Da wird auch schon angesprochen, dass man die Rude Boys an ihrem coolen Äußeren erkennt, dem kleinen Hut am Kopf. Es wurde aber nicht nur über die Rude Boys gesungen als angsteinflößenden Faktor in den Städten Jamaikas, vor allem in den Ghettos von Western Kingston. Es wurde vor allem für sie gesungen, direkt an sie gerichtet. Auch mit Warnungen, guten Ratschlägen und Aufforderungen zum Gewaltverzicht. Die Welt in Jamaika nicht nur schwarz-weiß. Die Übergänge zwischen Tätern und Opfern waren fließend und die Rude Boys nicht einfach nur unbekannte, namenlose Gangster. Sie kamen schließlich aus der Mitte der schwarzen Communities und sie übten auch auf andere Jugendliche ohne Perspektiven eine Faszination aus. Die Attraktivität der Selbstermächtigung. Die Mutter des jugendlichen Bob Marley machte sich berechtigte Sorgen um den Umgang ihres Sohnes im Ghetto des Stadtteils Trench Town, nachdem sie vom Land in die Hauptstadt Kingston gezogen waren. Der junge Marley war um Beruhigung bemüht, um Besänftigung seiner Mutter, ebenso wie um Besänftigung der Rude Boys. Hey, alles cool, beruhigt euch. Simmer down. Beruhigt euch, beherrscht euer Temperament. Der Kampf wird noch viel schlimmer werden. Dieser Song erfasste mit wenigen Worten den Punkt und traf direkt ins Herz. Er wurde zu einer regelrechten Rude Boy-Hymne, gerade weil er zwischen den Fronten und damit ambivalent blieb.
The Wailing Wailers, der 18-jährige Bob Marley mit Peter Tosh und Bunny Wailer. Damals nannten sie sich übrigens bisweilen auch noch The Wailing Rude Boys. Aufgenommen wurde Simmer Down Ende 1963 im frisch eröffneten Studio One von Labelbetreiber und Produzent Clement Coxsone Dodd. Und es war auch eine Art Reaktion auf den davor erschienenen Song Rough and Tough. Der war nämlich von Duke Reid produziert worden, dem großen Rivalen von Coxsone im jamaikanischen Musikbusiness. Mit diesen zwei Songs aus den beiden großen Musikschmieden der Insel war der Rude Boy als bestimmender Topos etabliert in der jungen und sich rasant weiterentwickelnden Popmusik Jamaikas. Als sich Mitte der 60er Jahre aus dem hitzigen, schnellen Ska der langsamere Rocksteady herausentwickelte, entstanden Aberdutzende Rude Boy-Songs aus allen möglichen Perspektiven. Alton Ellis war einer der wenigen, die immer eine eindeutig ablehnende Stellung zu den Rude Boys bezogen, etwa in dem Song Cry Tough. Cry tough, don't you know you're getting older? Don't you know you're getting slower? How can a man be tough, tougher than the world? Tougher than the world. For if he's rough, he's against the world. He's against the world. Cry tough, don't you know you're getting slow? Cry tough. Oh yes, you are getting older. How can a man be tough, tougher than the world? Tougher than the world. For if he's rough, he's against the world. He's against the world. Cry tough, don't you know you're getting slow? Cry tough. Oh yes, you are getting older. Cry tough. 'Cause you know you're getting slow. Cry tough. Oh yes, you are getting old. How can a man be tough, tougher than the world? Tougher than the world. Or if he's rough, he's against the world. He's against the world. Cry tough, don't you know you're getting slow? Cry tough. Oh yes, you are getting older. How can a man be tough, tougher than the world? How can a man be tough, tougher than the world? Wie kann ein Mensch härter sein als die Welt? Wer gewalttätig ist, stellt sich doch automatisch gegen die Welt. Cry Tough, 1967. Alton Ellis mit philosophischen Überlegungen. Bei Derrick Morgan wiederum verteidigen sich nun einige Rude Boys vor Gericht. Und auch sie spielen mit der Steigerung des längst ikonischen Rough. Es vertagt, aber er wird gleich wieder aufgenommen mit einer flammenden Verteidigungsrede von Lee Scratch Perry. Man konnte die gewaltsame Selbstermächtigung der Rude Boys ja auch als eine Art Gegenwehr interpretieren. Gerichte und Polizei waren schließlich auch nie zimperlich in der Ausübung ihrer Macht. Und die jahrhundertealte Geschichte der Unterdrückung der einstigen afrikanischen Sklaven gab deren Nachkommen wenig gute Gründe, das Gewaltmonopol des Staates einfach so anzuerkennen, auch nach der kolonialen Unabhängigkeit. Die hatte das Leben ja um nichts besser gemacht. A hungry man is an angry man. Ein hungriger Mann ist ein zorniger Mann. Now, this is supposed to be the trial of Emmanuel Zachariah Zaki Palm, Adolphus James, and Lord Grab and Flee. So listen carefully, all you juries. Your Honor, may I introduce myself? Yes, you may. Well, my name is Lord Defend. May I speak on behalf of my client? Yes, you may. Well, I don't think it's fair to sentence these men to 500 years. Are you suggesting that I'm unfair?
No, Your Honor. But as you see, they are from a poor generation, having no education, no qualification, so they are driven to desperation. Can't get a job, they have been forced to rob. I'm not suggesting that they should, but as you know, a hungry man is an hungry one. So give them a chance, Your Honor, please. Think it over before you throw them over. Please give them a break to mend their mistake. Your Honor, as you already know, that robbery was from creation, for it was robbery that befall the black nation. Our ancestors once ruled this world and all its gold, but now we are poor. Who stole the gold? Your Honor, could you answer me that question? If you can't, then there must be silent thief as well as violent thief. So please think it over, Your Honor, before you throw them over. Give them a break. Set them free. Lasst sie frei. Lee Scratch Perry plädiert zwar nicht auf unschuldig, aber doch auf entschuldbar. Wenn man die misslichen Umstände in den Shanty-Towns, in den Slums und Ghettos von Jamaica kennt, wird die Gewalt in den Straßen nachvollziehbar. Wer unterprivilegiert ist und seit jeher keine Bildung und keine Perspektiven hat, muss sich sein Recht eben selbst erkämpfen. Jede Verurteilung verzögert doch nur die Entwicklung der Menschen und die einer friedlichen Gesellschaft. Aber diese Verteidigungsrede bleibt erfolglos. Ein dritter Song mit denselben 3 Angeklagten vor Gericht. Prince Buster in der Rolle des Richters ist unerbittlich. Die Rude Boys haben schwarze Menschen erschossen, ihre eigenen Brüder. Order. Now my court is in session. Will you please stand? First, allow me to introduce myself. My name is Judge 100 Years. Some people call me Judge Dread. Now, I am from Ethiopia. To try hard, you rude boys, for shooting black people. In my court, only me talk, cause I'm Bex, and I am the rude boy today. Who gun case? Yes, sir. Rude boy Adolphus James? Yes, sir. Rude boy Emmanuel Zachariah Zaki Palm? Yes, sir. George Grab and Flee? Present? Adolphus James? Yes, sir. I see where you have been charged with 10 shooting with intent, 5 murder charge, 6 grab and flee charge. But Your Honor, Hush up! Guilty or not guilty? not guilty, sir. I don't care what they say, take 400 years, stand down. Emmanuel Zachariah Zakipam, Yes, sir. you've been charged 15 charge of shooting intent, 15 murder charge, and I heard that you was the one down there in Sutton Street who tell the judge, rude boys don't care. Well, this is King Street, and my name is Judge Dredd, and I don't care. Now take 400 years. I don't know what you're going to say, you know, Your Honor, because... Hush up, what they trying to do, shoot me too? No, Your Honor, but I didn't shoot him, man. Well, quiet. Not somebody, yes, sir. 400 more years for you. George, grab and flee. Yes, sir. Stop your crying. Rude boys don't cry, that's what I hear. I didn't do it, you know, sir. I'm free, man. I don't give you a I don't care. Hush up. This is my court. You're charged for robbing school children, robbery aggravation. Good man, I take my sentence to you, know, son. You shoot the man, you know. And I used to them about the judge come try, you know, son. I take my sentence to you, know, sir. Hush up. Order. Adolphus James, Yes,
Yes, sir. You rob school children. You boom the people's house. You shot black people. But you and I don't give you. Hush up. Just for talking, I no charge you for contempt, and that is a separate 100 years. I hereby sentence you to 400 years. I said hush up, hush up. You are sentenced to 400 years and 500 lashes. I am going to set an example. Rude boys, don't cry, don't cry. When I was in Africa, here you were tough. I'm not guilty, sir. Put a turn, take him away. Am Schluss fangen die drei also doch noch an zu weinen, die harten Burschen, von denen es immer geheißen hat, dass sie nie weinen. Jetzt kommt mit Sänger Max Romeo ein Rudeboy zu Wort, der gerade das Gefängnis verlassen hat. Ohne Scham, dass er drin war, aber mit dem festen Vorsatz, nie wieder einzusitzen. I went to the jailhouse, but believe me, friends, I was framed. And even though I spent my time, I'm not ashamed. I went to the kitchen one morning just to get a piece of bread. Take out his button and he hit me and burst my head. He said, if you want food to eat, you must stay outside the street, and you will get good food to eat. It's my confession, my true confession, and I am telling it to you, my friend, that I will never, I'll never, never go to jail again. My true confession, and I am telling it to you, my friend, that I will never, rude boy will never go to jail again. Believe me when I tell you, I'll never, rude boy will never go to jail again. Rude Boy Confession, The Emotions mit Sänger Max Romeo, der selbst sein Image als Rude Boy pflegte, bis er sich dann später, wie viele andere auch, der Rastafari-Bewegung anschloss. Da wurde die Rebellion gewissermaßen auf eine spirituelle Ebene gehoben. Tatsächlich wurde die Rude Boy-Kultur nicht nur in Musik gespiegelt und kommentiert. Rude Boys, Musiker und Produzenten waren auch direkt miteinander verbunden, denn die Musikszene spielte sich auf der Straße ab, im Umfeld der Soundsystems, den Lastwagen mit DJs und riesigen Verstärkeranlagen. Diese Freiluftdiscos waren ein großes Geschäft und die einzelnen Soundsystems konkurrierten hart untereinander. Rude Boys wurden da als Security rekrutiert, genauso wie als gezielte Störenfriede bei gegnerischen Veranstaltern, als sogenannte Dance Crashers. Auch denen hat der bereits gehörte Rude Boy-Kritiker Ellis 1965 ein scharfes Lied gewidmet. Count Lasher und Gitarrist Glyn Tate mit der Baba Brooks Band, die lassen hier stilistisch die alte jamaikanische Calypso- und Mento-Musik durchklingen, die der Nährboden war für die Entwicklung von Ska, Rocksteady und Reggae.
Inhaltlich war dieser Song eher die Ausnahme in seiner klaren Direktheit. Vorherrschend war das Image des Rude Boys als rebellischer, aber doch auch ehrbarer Outlaw, dem neben Gewaltbereitschaft eben auch Mut und Unbeugsamkeit attestiert werden. Die Rude Boys bedienten sich bei dieser bewussten Imagepflege auch direkt bei den importierten Klischees aus den Spaghetti-Western und Gangsterfilmen aus Hollywood. Django, Ocean's 11, sogar James Bond mit seinem schicken Anzug und dem schlanken Revolver wurden zum Vorbild. Diese heroisierenden Projektionen wurden 1967 von Desmond Dekker in einem Song verdichtet, Current the Aces, oe1, Shantytown. Je mehr Rude Boy-Songs in Jamaika gespielt wurden, desto mehr wurde der Rude Boy überhöht und als eine Art Archetypus fixiert. Desto mehr lehnten sich die Rude Boys selbst an dieses Image an, das in den Songs transportiert wurde. In den 40er Jahren hatte es aber auch einen ganz realen Vorläufer der Rude Boys gegeben, der als Role Model diente, nämlich Vincent Ivanhoe Martin, genannt Rigging, ein extrem gewalttätiger Krimineller, der sich das Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei zum Sport machte und sich selbst mit pathetischen öffentlichen Briefen zum großen, unverwundbaren Revolverhelden hochstilisierte. Im September 1948 wurde er 24-jährig von der Polizei erschossen. Aber schon wenige Jahre nach seinem Tod begann die Apotheose. Martin sei doch stets auf Seiten der Armen und Unterdrückten gestanden, hieß es, und aus dem berüchtigten Raubmörder wurde im kollektiven Gedächtnis der Schwarzen bald eine Art jamaikanischer Robin Hood aus dem Ghetto. Und es war genau dieses verklärte Image von Vincent Ivanhoe Martin, das ihn im Film The Harder They Come mit Jimmy Cliff in der Hauptrolle auferstehen ließ, aus den 40er Jahren verlegt ins Jahr 1972 in die frühe Zeit des Reggae. Martin als einer, der in die Stadt kommt, um Musiker zu werden, der sich aber durch die widrigen Umstände gezwungen sieht, sein Geld mit Drogendealen zu verdienen und von der Polizei. Cliff, The Harder They Come, 1972, der Beginn des internationalen Siegeszugs des Reggae. Dieser Reggae verabschiedete sich aber bald vom Rude Boy-Image der früheren Jahre und übernahm die Botschaften der Rastafari-Bewegung, Lieder über das gelobte Land, Afrika, die Erlösung und den Überlebenskampf in Babylon kamen jetzt an die Reihe. Die Gewalt auf den Straßen Jamaikas blieb. Aus vielen der ehemaligen Rude Boy Gangs wurden paramilitärische Security- und Schlägertruppen für die zwei großen politischen Parteien des Landes, die Jamaican Labour Party und die People's National Party. Über 800 Tote forderte etwa die politisch motivierte Gewalt nur rund um die Wahlen des Jahres 1980. Der Reggae wurde da zu einem Botschafter des Friedens und der Vermittlung. Der Rude Boy Topos aber lebte durch die karibischen Immigranten in England weiter. Dort unterfütterte er modisch die Mod- und Skinhead-Szene und feierte fröhliche musikalische Auferstehung im britischen Ska-Revival und bei Bands wie The Specials. Zum Abschluss deren großer Hit von 1979, A Message to You, Rudy, aber nicht in ihrer bekannten Coverversion, sondern das Original von 1967, Dandy Livingston. Stop your running about. It's time you straighten right out. Stop your running around, making trouble in the town. Rudy, a message to you, Rudy, a message to you. You're growing older each day. You want to think of your future, or you might wind up in jail. Then you will suffer. Rudy, a message to you, Rudy.
Hör auf, herumzurennen und Probleme in der Stadt zu machen. Du wirst jeden Tag älter. Denk an deine Zukunft oder du wirst im Knast landen und leiden. Rudy, das ist eine Botschaft an dich. Als The Specials das Lied 1979 coverten, war die Botschaft dieselbe, die Adressaten aber waren neue, nämlich die britischen Skinheads, bei denen immer mehr aggressive, gewaltbereite Gruppierungen entstanden, die politisch teilweise ins Extremrechte abdrifteten und die zu Störenfrieden bei den Konzerten des Ska-Revivals wurden. Aber das ist bereits eine andere Geschichte. Stop your running about. It's time you straighten right out. Stop your running around, making trouble in the town. Rudy, a message to you, Rudy, a message to you. Das waren Spielräume über das Phänomen der Root Boys im Jamaika der 60er Jahre, das sich massiv in der Musik der Karibikinsel niedergeschlagen hat. Michael Neuhauser dankt für Ihr Dabeisein.